So, Livestream ist an. Ich muss mal was gucken. Wie immer gilt, ich brauche natürlich eine kleine Bestätigung, dass alles funktioniert hat. Gut, passt alles. Sehr schön. Ja, Thumbnail ist aktuell noch provisorisch, das kommt später dann noch. Dann haben wir noch ein richtiges Pass. Ich habe nichts zu trinken hingestellt, ne, ich Idiot. Was man nicht im Kopf hat, hat man de Fies. Sagt man schön hier in Hessen. Ja, Servus an Anna auch auf YouTube. Zur Reaction, zu meiner Reaction zur Hogwarts Legacy of Play. Ihr wisst ja, auf meinem Kanal ist ja eigentlich PlayStation Verbot. Aber ich bin Harry Potter Fan und die machen nun mal eine Präsentation zu Hogwarts Legacy. Also muss ich es mir angucken. Da muss ich in den sauren Apfel eben mal beißen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Passt alles, jawohl. Gerade nur verwirrt, weil gerade eine Anzeige aufgeploppt ist, die ich nicht ganz zuordnen konnte. Ja, ich bin gespannt auf Hogwarts Legacy, sage ich ganz ehrlich. Ich habe nicht viele Erwartungen. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen müde von Open World Games, das soll ja auch Open World sein. Aber ich würde mich auch gerne auf ein Spiel einlassen, mit dem man sich wirklich auf Hogwarts mal umsehen kann. Und auch mal wirklich frei durch die ganze Schule, das ganze Schloss pendeln kann. Um Unterricht zu haben, um Blödsinn zu machen, um einfach Spaß zu haben. Und wenn die Story nebenbei zumindest so ein bisschen einen fesseln kann, wäre es auch nicht so schlecht, aber wir werden es erleben, ne, wenn das Spiel rauskommt. Ich bin mal gespannt, ob es heute einen Release-Termin gibt. Ich habe was Leuten gehört von wegen Juni diesen Jahres, aber wenn das wirklich der Fall wäre, dann wäre das für unseren Kanal hier schlecht. Denn ich würde es gerne auf der Series X mit euch zocken. Oder für euch zocken. Vielleicht auch mit euch, wenn es Koop ist. Mal sehen, können wir dann uns zusammenbasteln. Aber wenn das wirklich im Juni kommt, dann wird das schwierig. Weil wir haben Fire Emblem Warriors Three Hopes, das da kommt. Wir haben Mario Strikers, was da kommt. Und ich plane nach Kirby Mass Effect 2 zu starten. Ich wollte ja jedes Jahr ein Mass Effect spielen, bis das neue Mass Effect rauskommt, das hoffentlich aufgeht. Wenn nicht, dann habe ich Pech. Und von daher wird es langsam Zeit für Mass Effect 2, eine Legendary Edition. Aber dann wird das eben auch ein bisschen schwierig für Hogwarts Legacy. Warten wir es aber ab, wir werden es erleben. Ja, wenn ich heute ein bisschen zerstört bin, liegt es daran, ich habe es auf Twitter schon gepostet, ich hatte einen echt schwierigen Tag und dann auch noch Sperrmüll, wo mir mal zum Glück ein guter Bekannter geholfen hat, sodass es recht schnell erledigt war. Aber wir haben dermaßen gepowert, dermaßen hauruck alles weg. Das, ich bin am Arsch, das sage ich euch ganz ehrlich. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erwartungen habt. Also an die YouTube gucken. An Hogwarts Legacy und ob die Präsentation dann euch eine Bestätigung für eure Erwartungen gegeben hat oder halt nicht. Ich bin schon mal gespannt, ob Sony es einmal schafft, pünktlich zu starten. Das ist nämlich so was, damit haben die es nicht so, die Japaner. Wobei, mit Japan haben die ja nicht viel zu tun, die sind ja umgezogen in die USA. Kam bei den Japanern nicht ganz so gut an. Aber gut, die gehen ja eh eher auf mobiles Gaming, da hat die PlayStation ja ohnehin nicht so viel zu melden. Mittlerweile. Ich gönne nämlich jedem seinen Spaß mit dem Ding. Keine Frage. Wenn ich es irgendwann mal in die Finger bekommen würde, würde ich mir auch eine PS5 digital kaufen. Für das eine oder andere Spiel. Aber ich würde halt niemals wirklich Sony unterstützen, ein Ding, dem ich irgendwas bewusst zum Vollpreis kaufe. Wer gerne wissen möchte, warum das so ist bei mir, der darf das gerne fragen. Ich werde diese Frage auch so transparent und ehrlich wie möglich, ohne dabei ausfallen zu werden, beantworten. Sagen wir einfach, ich habe berechtigte Gründe, diese Firma nicht zu mögen. Ich kann den Asobi fragen, der weiß das auch. Also die Asobi ist ein guter Kumpel von mir aus Österreich, einer meiner besten Freunde. Der weiß auch Bescheid. Und auch Mod bei meinen Streams. Weiß er das eigentlich? Doch, müsst ihr wissen. War auch mal Co-Owner meines alten Kanals. Eines ganz alten Kanals. Lord Grubbel hieß der. Der hat auch was zu tun mit dem ganzen Sony. Ist ja egal. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, warum ich so einen kleinen Brass auf Sony habe, dann fragt mich gerne. Ich werde euch ehrlich antworten. Ich habe nichts zu verbergen. Jetzt aber genug von dem Thema. Wir wollen jetzt Hogwarts Legacy gucken, wir wollen Spaß haben und das sollte die Devise sein, nicht wahr? Und gleich geht's los in
36, 35, etwas über 30 Sekunden. Ich bin echt gespannt, ich hoffe ihr auch und dann wünsche ich uns allen viel Spaß. State of Play is back with an in-depth look at the magic brewing in Hogwarts Legacy. War das jetzt zu früh eingespielt oder sollte das so sein? Ich habe noch keine Ahnung, wie lange die Präsentation ist. Ich gehe hier vollkommen blind rein, vollkommen spontan, weil ich ehrlich gesagt auch vergessen habe, dass die heute ist. Na dann, ich bin mal gespannt. Warner Brothers Games. Oh, Avalanche macht das, wusste ich gar nicht. Ich sollte mich mal mehr mit Spielen beschäftigen, die mich interessieren. Auch wenn andere Hersteller sie präsentieren. Rocky Games und Wizarding World. Lumos. In-game footage, work in progress footage featured contains a mix of gameplay and in-game cinematics. What do you think you're doing here, humans? Es sieht schon geil aus. Muss ich jetzt zugeben. Hogwarts Legacy. Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed school of Das witchcraft sieht and mal mystery, richtig geil with the unique aus. ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. Oh Gott. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates Ich werde in the ganz common bestimmt room. kein You will Slytherin then need werden. to Ich werde attend alles tun, damit das classes, nicht and you do passiert. have some catching up to do, as you are starting Hogwarts late as a 5th year. So you are the new student. You'll begin your studies attending Charms, Defense Against the Dark Arts, Herbology and Potions classes, to name a few. Oh, hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Sieht so gut Shall aus, das we Spiel, begin? ne? Welcome to year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. Das ist ja bekannt. You may begin. Wow. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments and mysteries. Das sieht so gut aus. You'll discover dungeons and secret passageways, as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. Das ist ja genau meins. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. Der fast kopflose Nick. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir.
You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum, ones designed to help you catch up with the other 5th years at your own speed. Lumos. Die Frage, kann man auch Quidditch spielen, so richtig? Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have. Opinions differ as to how great a threat he really is. Der ist definitiv nicht nett. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. There's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Gesichtsanimationen sind verdammt You're not gut. telling me. But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Man muss über mich wissen, ich bin, was das Thema angeht, sehr, sehr pingelig. Boah, das ist Wallpaper-Material. Leck mich am... Sieht das gut aus. ich muss zivilisiert bleiben. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Ich glaube, das Combat wird sehr, sehr kompliziert. Da musst du dir vieles merken. Attack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Aber es scheint sehr, sehr flüssig zu laufen. Students who become particularly adept at spellcasting will will find many ways to exploit Hiccups their gesehen, enemies' aber nicht viel. Also es scheint wirklich ganz gut zu laufen. Sagte er und hat er so ein Leck drin gehabt. Sehr gut. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. Und dann werde ich sehr viel Spaß haben. Your path to become the ultimate Gegner ranziehen und dann draufhauen. Hauen. Ich sag ja, ich bin heute ein bisschen damaged. Es war ein scheiß Tag. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy, or craft your own magical gear. Okay, das macht mir Angst. Loot macht mir Angst, weil das könnte bedeuten, dass es In-Game-Purchases gibt. Also Microtransactions, da hätte ich keinen Bock drauf. And specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Aber das sieht alles so detailverliebt aus, finde ich so genial. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard.
Brew potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. Cool. Das ist genau meins. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. In Beasts class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Ich muss noch mal sagen, das sieht alles so unfassbar gut aus. Highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. And over time, you'll learn their stories. This is our chance. Jetzt habe ich aber eine Frage. Is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Gibt's hier Sweetie vielleicht has a auch kind Romance? heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. But what happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again! is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Figs cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Room of Requirement. Ich frage mich aber, wird man auch One of bekannte the most Gesichter remarkable sehen secrets können? of Hogwarts is known as the Room of Requirement. Könnt ja auch ein bisschen Time-Travel-Shenanigans einbauen, nicht wahr? You're Also Easter introduced to Eggs this zumindest. space that seems to sense what you need and then provides it for you. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find Das out. kann man also im You can Spiel freely machen, das macht mir langsam customize this Angst. space to reflect your personality and magical What? specialties. Alter! Ja, okay, wenn ich es anfange zu spielen, dann, ja, bye Social Life oder so, ne? Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. You'll need Das to visit the sieht nearby nach Easter wizarding Egg village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you Da require. kann man nämlich eine Menge einbauen, ohne dass es großartig auffällt. From potion ingredients and recipes, to seeds for magical plants, to all sorts of gear. Aber das ist wahrscheinlich eher der Wunsch der Vater But des Gedanken. Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards, emboldened by the turmoil of the times, wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Das ist geil. Dynamisch, ja, das Wettersystem ist geil. Each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. Was? Man kann den Todesfluch nutzen? Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats.
Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here in Hogwarts Legacy. Okay, das sieht einfach mega geil aus. Wenn es noch mal halb so viel Spaß macht, wie es hier im Trailer gezeigt wird, boah. Ich habe die ganze Zeit auf voller Lautstärke gelaufen. Das ist ja gut. Profi am Werk. Habe ich mal nicht vergessen. That was your first extended look at Hogwarts Legacy. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen Now let's hear from the real wizards and witches behind the game. The attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is astonishing. Our team is so excited to take all of the love that they put into this as fans and give it to fans. This is the game that they've dreamed of for 20 years. Behind the scenes. Gib mir ganz kurz die Zeit, wenn ich mal ganz kurz hier. Jetzt ganz kurz, weil ich das Bild weg, weil ich kurz den Ton einstelle. Problem ist nämlich, ich habe ja schon lange nicht mehr eine Reaction gestreamt, das war die Direct. Dementsprechend bin ich vielleicht ein bisschen aus der Übung. Man möge es mir nachsehen, wie gesagt, heute sowieso. War alles extrem spontan. Aber ich will keine Ausreden suchen, das habe ich verkackt. Muss ich mitleben. Aber wie gesagt, ich hoffe, es ist für euch trotzdem einigermaßen anguckbar. Es tut mir aber leid. Es soll nicht wieder vorkommen. Ich glaube, das Problem war aber auch, dass ich die Lautstärke für mich selber runtergestellt habe und dementsprechend es mir gar nicht so laut vorkam. Es gab jetzt aber keinen Release-Termin, ne? Vielleicht kommt der noch. Guck mal eben die ganze Zeit so grimmig. Ist gerade der Kamera, oder hä? Einfach ganz normal gerade. It wasn't going to be enough to just stare out of the windows of Hogwarts and wonder what it's like out there. But the final question that fans ask is, what's beyond that? What's beyond the Forbidden Forest? What's going to be beyond Hogsmeade? What's beyond the Black Lake if I start traveling south? And we just felt like we had to answer those questions. We were creating a real wide palette of opportunities and ways to explore the world. You're going to see different stories that are really exclusive to who you were in the world. Hogwarts Legacy is an original story that takes place in the late 1800s. You are a new student who is starting at the famed School of Witchcraft and Wizardry as a 5th year, which is very unusual. So already there's a bit of an edge and a bit of a mystery. The original story that we tell in the game is your story of what you did, you know, in the wizarding world that you haven't seen before. Or make our own magic with our story we're trying to tell. Fans are familiar with the wizarding world from, you know, the 1900s and on, really. But now, with this world, we're able to sort of create a space that's their own. Fans of the series will know that ancient magic has been around for a long time, to say the least, and that Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. And the Avatar, the player, has the ability to sense it and possibly wield it or control it. Our process of development started with rereading the books. And over development, we reread the books many times. Every time we start with a new feature, we dig into that, and then beyond, we would go into the films. Being able to put our own spin on what this universe is was a pretty big deal. I helped design a piece that nobody has ever seen before, the Hufflepuff common room. You know, as a Hufflepuff, you always wondered, like, what is my common room supposed to look like? It's close enough to the world that we know that fans will recognize certain names, they'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize that doorway, I recognize that classroom. But mostly, it's going to be an entirely new wizarding world that no one's ever experienced. When people engage in the wizarding world, what's the one anchor? Like, what's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds all these characters and grounds all these figures? The Hogwarts. And for us, we really felt like that answer was Hogwarts itself.
That school, that famous school of witchcraft and wizardry, is really what binds it all. How to bring Hogwarts to life. Ganz ehrlich, so cool das alles auch aussieht, ich bräuchte nicht mal die Welt drumherum, ich bräuchte eigentlich nur Hogwarts. Einfach so die Schuljahre durchgehen. Jetzt mache ich mir langsam Sorgen um mich. Wobei, es ist eine magische Schule. Das ist cool. Normale Schule wäre... Ich bin echt gespannt, wie viele Unterrichtsstunden man wirklich hat und wann es anfängt, sich vielleicht zu wiederholen. Adding a world that is a breathing, living world is very hard to do. Aber wenn das am Ende optisch alles wirklich so aussieht wie hier, alter Schwede, dann sieht das wirklich verdammt gut aus. Die Cutscenes ja sowieso, aber auch die Ingame-Sachen. Wahnsinn. They get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful. The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's going to be so fun. Get that letter to Hogwarts and go to Hogwarts. We're so excited for people to come to this, to inhabit it, to actually enter the Hogwarts that we built. This is your Hogwarts Legacy. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, ob es ein Let's Play gibt, wir werden es sehen. Ich kann es nicht versprechen. Bock hätte ich schon, aber es muss natürlich auch an einem Zeitpunkt rauskommen, wo nicht ganz viel anderes Wichtiges rauskommt. On behalf of our team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. Aber wann? Das haben sie nicht gesagt. Oder ich hab's verpasst. Gut, das war's. Wie gesagt, ich bin sehr begeistert. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Es klingt noch besser. Und ich freue mich auf das Spiel. Ich freue mich wirklich drauf. Bin gespannt, wann es letztlich rauskommt. Sie haben jetzt nicht gesagt, ob es auch einen Koop-Modus gibt. Was ich fast schon erwarten würde. Aber gut, wir werden es sehen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Hogwarts Legacy haltet. Würde mich sehr interessieren. Kauft ihr es euch? Werdet ihr es spielen? Werdet ihr es mit Freunden zusammenspielen, falls es geht? Das alles fände ich sehr interessant zu hören von euch. Wenn man es Koop spielen könnte, würde ich versuchen, es vielleicht Koop zu spielen, aber da kann ich niemals irgendwas versprechen, weil das kommt ja auch auf die Leute dann an, die ich frage, ob die Lust haben oder eben ob nicht. Ne? Von daher... Wartet's ab, ob da was kommt oder nicht. Ich werde es rechtzeitig ankündigen. Ansonsten war das eine schöne Präsentation, was man bei der State of Play nicht oft sagen kann. Ach ja. Aber vielen, vielen Dank fürs Ansehen, fürs Dabeisein und euch noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, schöne gute Nacht, was auch immer. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.